Viele von uns haben schon einmal einen Baum berührt. Du legst die Hand an die Rinde, spürst die Oberfläche und gehst weiter. Doch in diesem Moment beginnt in deinem Körper ein Prozess, der weder sichtbar noch spürbar ist und der noch 7 Tage danach weiter wirkt. Schauen wir uns an, was dabei wissenschaftlich geschieht. Einfach und klar dargestellt. Und warum eine kurze Begegnung mit einem Baum weit mehr bewirkt, als man zunächst vermuten würde. Zunächst einmal, eine echte Berührung im physikalischen Sinn findet gar nicht statt. Zwischen deiner Hand und der Rinde bleibt immer ein winziger Abstand. Die Atome deiner Haut und die Atome des Baumes stoßen einander durch elektromagnetische Kräfte ab. Was du als Berührung wahrnimmst, ist lediglich die Kraft, die über diesen winzigen Spalt wirkt. Unsichtbare Moleküle wechseln zwischen dir und dem Baum hin und her. Du gibst dem Baum etwas zurück. Kohlendioxid aus deinem Atem, das er für die Photosynthese und sein Wachstum benötigt. Der Baum gibt dir im Gegenzug Phytonzide, Sauerstoff und andere wertvolle Stoffe ab. Es ist eine wechselseitige Verbindung, ein natürlicher Austausch, von dem beide Seiten profitieren. Bäume geben nicht nur Sauerstoff ab, sie setzen winzige Duftstoffe frei, die sogenannten Phytonzide. Diese Stoffe wirken als natürliche Abwehr gegen Bakterien, Viren oder Pilze. 1 Hektar Wald gibt täglich mehrere Kilogramm davon in die Luft. Wer direkt am Stamm steht oder ihn berührt, atmet die höchste Konzentration ein. In deinem Körper führt das zu einer messbaren Reaktion. Die natürlichen Killerzellen, jene Zellen, die Viren und kranke Zellen bekämpfen, werden deutlich aktiver. Dieser Effekt hält nicht nur einige Stunden an, sondern über 7 Tage. Manche Untersuchungen zeigen sogar eine Wirkung von bis zu 30 Tagen, wenn man mehrmals in den Wald geht. Das ist keine Einbildung und kein reines Frischluftgefühl. Es ist nachweisbare Biochemie. Neben den Duftstoffen wirken gleichzeitig 3 einfache physikalische Vorgänge. Erstens gelangen Moleküle aus der umgebenden Luft unmittelbar in dein Blut. Zweitens wirkt der Baum wie eine Erdung. Er leitet negative Ladung aus dem Boden in deinen Körper. Dadurch werden deine Blutzellen besser geladen und fließen leichter. Drittens leitet Holz Wärme sehr langsam. Deshalb fühlt sich die Rinde auch bei kühlerer Luft nicht kalt an wie Stein oder Metall, sondern bleibt angenehm temperiert. Dein Gehirn registriert dies sofort als wohltuend. 3 physikalische Effekte, alle zugleich, ausgelöst durch die Begegnung mit einem Baum. Besonders erstaunlich ist die Herkunft des Baummaterials selbst. Ein großer Baum wächst nicht hauptsächlich aus dem Boden. Vor über 370 Jahren führte der flämische Wissenschaftler Van Helmont folgenden Versuch durch. Er setzte einen jungen Weidenbaum in einen Topf mit 90 Kilogramm trockener Erde. 5 Jahre später hatte der Baum 77 Kilogramm zugenommen. Die Erde hatte jedoch fast ihr gesamtes Gewicht behalten. Woher stammte dann die Masse? Aus der Luft. Bäume nehmen Kohlenstoffdioxid auf, trennen den Kohlenstoff ab und bauen daraus Holz, Blätter und Rinde. Die Energie dafür liefert das Sonnenlicht. Ein großer Baum besteht daher größtenteils aus verdichteter Luft, aus Sonnenenergie, die sich in feste Form verwandelt hat. Unter der Oberfläche setzt sich die Verbindung fort. Die Wurzeln der Bäume sind nicht isoliert. Sie sind durch ein Geflecht aus Pilzfäden miteinander verknüpft, ein unterirdisches Netzwerk. Ältere, kräftige Bäume versorgen junge Schösslinge mit Zucker und Nährstoffen. Wenn ein Baum erkrankt, warnen die anderen und leiten Abwehrstoffe weiter. Sogar sterbende Bäume geben ihre letzten Reserven ab, damit der Rest des Waldes überleben kann. Die ältesten Bäume der Erde, manche mehrere tausend Jahre alt, zeigen kaum Alterungserscheinungen. Sie existieren einfach seit Jahrtausenden. Eine einzige kurze Begegnung mit einem Baum
ist Teil einer größeren wechselseitigen Verbindung zwischen dir und der Natur. Es lohnt sich daher, bewusst mehr Zeit in Wäldern zu verbringen. Wer regelmäßig zwischen Bäumen spaziert oder einfach verweilt, kann diese Prozesse am intensivsten erleben und spürt die stille Wechselwirkung am eigenen Körper. Bis zum nächsten Video und bis dahin, gönne dir Zeit im Wald. Dein Körper wird es dir danken.